Was verstehen wir unter Beteiligung? Darauf soll in den nächsten Minuten unsere ganze Aufmerksamkeit liegen. Diese Lecture skizziert den Status quo zu Begriffsdefinition und Verständnis rund um das Thema Beteiligung im CAD-Projektkontext. Mein Name ist Heike Geppert. Ich bin Projektmanagerin im Referat Digitale Stadt Leipzig und die Maßnahmeleitung von Maßnahme 3, Beteiligung der Stadtgesellschaft, abgekürzt M3. Schauen wir gemeinsam auf die Agenda. Als erstes möchten wir einen Blick auf die Zielgruppen werfen, an die sich diese Lecture richten soll. Danach beschäftigen wir uns mit der Begriffsdefinition. Was ist Beteiligung im Allgemeinen und welche Stufen der Beteiligung gibt es? Als drittes betrachten wir das Begriffsverständnis von M3. Wie versteht M3 Beteiligung und welche weiteren Begrifflichkeiten hängen damit zusammen? Natürlich wollen wir Beteiligung auch im CAD-Projektkontext verorten. Und zu guter Letzt gibt es eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Statements. Am Ende dieser Lecture wissen wir, was M3 unter Beteiligung versteht und worauf dabei der Fokus liegt. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Unter der Überschrift Agenda sehen wir eine kleine Perlenkette. Diese füllt sich mit jedem Abschnitt, den wir erreichen, und gibt uns eine Orientierung, wo wir uns gerade befinden. Starten wir mit den Zielgruppen. Diese Lecture richtet sich natürlich an Bestandskolleginnen und Kollegen im Projekt, aber auch neue Kolleginnen und Kollegen, die sich auf diesem Weg einen kleinen Business Hub abholen können. Außerdem richtet sich diese Lecture an Projektinteressentinnen und Projektinteressenten sowie Umfeldgruppen. Ersteres umfasst zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus anderen Projekten, die ähnliche Inhalte behandeln. Und die zweite Gruppe umfasst zum Beispiel Stakeholder, die an der einen oder anderen Stelle in das Projekt eingebunden werden. Schließlich richtet sich diese Lecture an alle, die sich die Frage stellen, was macht M3 da eigentlich? Kommen wir nun zu einer ersten Definition. So oder so ähnlich könnte die Definition von Beteiligung durch jede beliebige Suchmaschine gefunden werden. Beteiligung im Allgemeinen ist die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern bei bestimmten Themen, beginnt bei Information bis hin zu kooperativen Formen. Wichtig für uns in M3 ist, dass wenn wir von Beteiligung reden, immer die Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung meinen. Außerdem, wenn sich Menschen beteiligen, treten in der Regel zwei markante Merkmale auf. Zum einen ist das die individuelle Betroffenheit und zum anderen die Aussicht, durch das eigene Handeln auch eine Veränderung herbeiführen zu können. Im Folgenden schauen wir auf die Stufen von Beteiligung. Diese Stufen sind eine Darstellung für das Ausmaß des Einflusses, den die Menschen haben können. Die erste Stufe ist die Information. Information fasst das Erlangen und Bereitstellen von bestimmten Wissen über einen Gegenstand, Person oder einen Sachverhalt, zum Beispiel ein Planungsvorhaben. In unserem Verständnis handelt es sich dabei um einen einseitigen Informationsfluss von prozess- und planungsrelevanten Inhalten, vor und während der Beteiligung oder im Anschluss als Bekanntgabe der Beteiligungsergebnisse und des weiteren Prozessverlaufs. Die nächste Stufe ist die Konsultation. Eine Konsultation kann eine Beratung durch Fachpersonal oder auch eine Beratung zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sein. Wir verstehen darunter den Austausch zwischen Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachgebiete und Perspektiven bezogen auf einen konkreten Planungsprozess. Bei der Konsultation geht es darum, Meinungen abzuholen. Es ist möglich, aber nicht unbedingt sicher, dass die Hinweise und Anregungen der Menschen auch berücksichtigt werden. Die dritte Stufe ist die Kooperation. Unter Kooperation kann die Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure
sowie Fachexpertinnen und Experten an einem Vorhaben, bei uns in der Regel ein Planungsvorhaben in der Stadtentwicklung, verstanden werden. Bei der Kooperation geht es darum, Meinungen einzubeziehen. Kooperation wird nicht selten synonym mit Kollaboration verwendet. Auf die Unterschiede zwischen diesen zwei Begriffen soll an dieser Stelle aber nicht eingegangen werden. Manchmal wird in Zusammenhang mit Beteiligung als oberste Stufe die Abstimmung oder Entscheidung genannt. Hierbei handelt es sich um die Ermächtigung, selbst oder gleichberechtigt mit anderen zu entscheiden. Diese Stufen suggerieren möglicherweise, dass alle davon in einer Beteiligung abgedeckt werden. In der Praxis muss das allerdings nicht der Fall sein. Kommen wir nun zum Begriffsverständnis von M3. Beteiligung aus Sicht von M3 ist die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in Fragen der Stadtentwicklung, bei denen die Möglichkeit der Teilhabe an einem Prozess besteht. In diesem Fall von der Mitsprache bis hin zur Mitentscheidung. In M3 verwenden wir Beteiligung synonym zu Partizipation oder auch Teilhabe. Unser bestimmtes Thema ist die Stadtentwicklung und die Art und Weise der Einbeziehung, die Teilhabe an einem Prozess. Für Beteiligung betrachten wir zwei Verfahren. Zum einen die formelle Beteiligung. Die formelle oder auch hoheitliche Beteiligung gründet sich aus einer Rechtsvorschrift. Sie ist hinsichtlich des Beteiligtenkreises und dessen Rechte, der Fristen und Abläufe sowie der Verbindlichkeit der Ergebnisse klar festgelegt. Bei Nichteinhaltung der formellen Vorgaben liegen Verfahrensfehler vor und es kann zu einem Planungsstopp kommen. Die informelle Beteiligung dagegen ist ein freiwilliges Instrument und wird im Idealfall bereits im Vorfeld zur formellen Beteiligung eingesetzt. Informelle Beteiligung beruht auf bürgerschaftlichem Engagement und einer Kultur des Austausches sowie der Kooperation zwischen den Beteiligten. Diese Beteiligten zielen auf eine gemeinsame Bearbeitung von Fragestellungen sowie eine einvernehmliche Lösung ab. Die weitere Umsetzung bzw. Berücksichtigung der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse ist nicht gesetzlich festgeschrieben und kann sehr unterschiedlich sein, sollte aber in jedem Fall im Vorfeld festgelegt und transparent gestaltet werden. Neben den Verfahren gibt es unterschiedliche Ansätze, wie Beteiligung durchgeführt werden kann. Unter digitaler Beteiligung wird allgemein eine durch technische Endgeräte unterstützte Mitwirkungsmöglichkeit verstanden. Digitale Beteiligung kann deshalb online, offline und mobil bzw. ortsgebunden sein, wie zum Beispiel die Teilnahme an einer digitalen Veranstaltung oder das Abgeben, Kommentieren und Bewerten von Beiträgen. Wenn wir von digitaler Beteiligung sprechen, ist in der Regel die Online-Beteiligung gemeint, die alle digitalen und internetgestützten Verfahren umfasst und die Bürgerinnen und Bürger eine aktive Teilhabe ermöglichen. Unter analoger Beteiligung wird eine Mitwirkung in Präsenz verstanden, zum Beispiel die Teilnahme an einer Veranstaltung oder einer Ortsbegehung. Dabei wird in der Regel auf gedruckte Pläne und Stifte zurückgegriffen oder auf Gespräche in Anwesenheitsrunden. Der dritte Ansatz ist die hybride Beteiligung. Diese ist eine Mischform der analogen und digitalen Beteiligung und somit eine Verschränkung von Elementen beider. Nun kennen wir Verfahren, Ansätze und die Definition, wie M3-Beteiligung versteht. Aber was hat das Ganze mit dem CAD-Projekt zu tun? Wie eingangs erwähnt, heißt unsere Maßnahme Beteiligung der Stadtgesellschaft. Unser Ziel ist dabei, dass innovative digitale Beteiligungsformate, Instrumente und Verfahren in Verbindung mit der urbanen Datenplattform dem digitalen Zwilling ko-kreativ für eine erhöhte Bandbreite an Zielgruppen genutzt werden. Hieraus und aus unserem Begriffsverständnis lässt sich unsere Fokussierung beim Thema Beteiligung ableiten.
Wir verstehen bei Beteiligung die Mitsprache und Mitentscheidung von Bürgerinnen und Bürgern. Wir konzentrieren uns auf stadtplanerische Prozesse und wir wollen die Zielgruppenbandbreite erweitern. Beim Thema Beteiligung verstehen wir nicht die reine Information als Form der Bürgerinnenbeteiligung. Wir fassen darunter nicht die Beteiligung, die anderen Ämtern obliegen und bei denen das Wort Beteiligung manchmal ein Synonym für eine andere Begrifflichkeit ist. Und wir verstehen unter Beteiligung auch nicht die Einsammlung hochsensibler Daten. Zusammenfassend kann man sagen, wenn wir von Beteiligung sprechen, meinen wir immer die Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung. Es gibt ein allgemeines Verständnis von Beteiligung und zudem synonyme Begrifflichkeiten. Deshalb ist es so wichtig, welches bestimmte Thema man fokussiert und in welchem Kontext. Wir für uns schließen die reine Information als Form der Bürgerinnenbeteiligung aus. Gleichwohl wollen wir Information für Kommunikation nutzen. Diese Lecture behandelt das Verständnis von Beteiligung im CAD-Projektkontext und stellt ein Status quo dar. Für weitere Fragen zum Thema bin ich unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichbar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.